geschätzte Freunde vollkommener Unterhaltung, hier auf Metalopolis heißt mal wieder StarCraft 2. Und heute haben wir natürlich wieder ein besonderes Leckerli da für die geschätzten Zuschauer von SC2All. Und zwar spielt kein geringere heute als der EGIdra, der Evil Genius, der Teamkompan vom Hack, gegen der Morrow, der geschätzte Teamkollege vom Biggs. Ja, und das passt ein bisschen in meine Serie Podcast über neue Kollegen vom Biggs. Ich habe erst gerade letzte da so abgecastet. Dann habe ich, wen habe ich eigentlich noch gecastet? Den Thor Sane habe ich davor noch gecastet. Und ja, heute wird also der Morrow zeigen, was er drauf hat. Ja, vielleicht sollte der Mann noch mal casten, der zeigt auch immer sehr gutes Spiel. Aber wer die letzten Tage ein bisschen aktiv dabei war bei der MLG, also aktiv am Zuschauen, sozusagen passiv dabei war, das ist wahrscheinlich der bessere Ausdruck, passiv dabei war, die letzten paar Tage, der wird wahrscheinlich gesehen haben, was für coole Spiele der Idra im Moment drauf hat. Ich muss da ein bisschen mit meiner Maus aufpassen. Was ist denn das passiert? I don't know. Egal. Wir sehen hier auf jeden Fall den Idra mit einer klassischen Hedge before Pool. Und sein Gegenspieler Skadoosh, der Thor Sane, macht keinen Fast Forge Expand, will er Terraner ist und Terraner keine Fast Forge Expands machen. Und außerdem Metalopolis auch nicht unbedingt Map für einen Fast Forge Expand ist. Für einen Forge Fast Expand ist. Ein Fast Forge Expand. Ja, kommt eigentlich aufs Gleiche raus. Und auf jeden Fall sehen wir, das hier ist ein Turniermap mit dem Supply Depot vor der Ramp, um komische Wall-of-Shenanigans zu verhindern. Und gescoutet wird, klassischer Traditionsweise, erstmal die falsche Base, wie das so oft der Fall ist, wenn man Cross-Position spawnt. Und so hätte Morrow natürlich gar keine Chance, mit EGIdra seine Hatchery zu verhindern. Aber die Hatchery ist schon fast oben. Und er muss jetzt sehen, aus der Situation, sein Gegner ist Hatch before Pool gegangen. Sonst könnte die Hatchery unter gar keinen Umständen schon so weit sein, dass der Idra hier tatsächlich schon Drones transferiert. Und was sieht der Idra in der Zeit? Er sieht, ein Marine ist da! Oh! Ein Marine. Und der Reaktor hier hat der Idra, der Morrow, ist natürlich gerade rausgehauen. Es sieht so ein bisschen aus, als würde er hier schnell Hellions holen, um auf die schnelle Expansion hier vom Idra zu antworten. Die schnellen Expansions, die für den Idra natürlich mehr als für alle... Oh, wir haben den Extractor Steel, den Gas Steel, wo das ganze Bild noch ein bisschen verlangsamen soll vom Morrow, wo es ihm erschweren soll, schnell noch weitere Factories anzuzimmern, um noch viel mehr Hellions rauszupumpen und noch viel mehr Schaden zu machen. Aber der Morrow ist hier erstmal ein Tech-Lab machen. Eventuell switcht er dann nach den beiden Hellions zurück auf die Basis, um Blue Flame zu erforschen. Nein, stattdessen entscheidet er sich hier, Steam zu erforschen. Wird dann also vermutlich von einer Tech doch wieder zurückgehen auf eher... Leck, das hier sieht auch. Der ist sicher ein Painling-Proof, der Wall in da. Aber anscheinend scheint sich der Morrow hier nicht zu viel Sorgen zu machen um die Sache. Anscheinend scheint ein bisschen viel Ski, ein bisschen wenig Sein in dem Satz rein. Und Morrow ist hier natürlich auf verlorenen Posten, mehr oder weniger. Es sind genug Zerglings zum Tramp ein bisschen blockieren, zusammen mit dem Spinecrawler. Sicherstellen, dass die Hellions nicht da auf eine Basis rein können, indem der Spinecrawler hier auch nochmal umgesetzt wird. Und durch hier Passbys hier hindurch wirklich zu unterbinden durch Hellions. Und der Morrow sieht auch, dass das wenig Sinn macht und zieht sich hier gerade wieder zurück. Baut hier, geht hier auf nochmal einen Reaktor. Sieht, Hellions sind im Moment nicht das, was er braucht.
Er bleibt bis im Tech Lab, baut hier den anderen Reaktor direkt her, ein zweiter Dings. Ein zweiter Barracks. Ne, Barracks natürlich. Und wenn man hier einen zweiten Reaktor für eine andere Barracks baut, wird er die zwei sogar tauschen oder die zwei tauschen, weil das sieht sehr stark nach biolastiger Armee aus. Hier wird irgendetwas tauscht. Ja, tatsächlich. Hier sollen in Kurze jede Menge von diesen schönen Medivacs rauskommen, wo ihm natürlich erlauben wird, das System viel effizienter einzusetzen. Und der Idra scoutet hier, was weiß er über die Basis von seinem Gegner? Nicht wirklich viel. Ja. Wieso habe ich dich da nicht ausgewählt? Hä? Er weiß nicht viel. Er hat nur Talents gesehen, soweit. Ich weiß nicht, ob er die Marines gesehen hat. Die Frage ist, wird er sich jetzt richtig vorbereiten? Ich bin da im voll falschen Menü gewesen. Ja, anscheinend scheint er etwas zu schmecken. Er macht Banelings. Andererseits sind Banelings und der Greater Spire etwas, wo man relativ viel sieht vom Idra. Und es sieht alles sehr, sehr safe aus. Er hat sich überraschenderweise holt er sich erst jetzt den dritten. Wer ihn spielen sieht, weiss, dass er normalerweise das schon fast ein bisschen late ist, für ihn eine dritte zu holen. Und wir hören hier irgendwelche kleinere Schlachten. Vereinzelte Circling wird hier von den Hellions geröstet. Aber ich habe das Gefühl, die sollen einfach nur sicherstellen. Aber der Dings hätte den Drop ganz sicher gesehen. Der Idra hätte den Drop ganz sicher gesehen. Trotzdem muss er hier jetzt ein bisschen aufpassen, muss er weitere Banelings hermorphen, um das aufzuhalten. Und fast alle Banelings sind... Ja, und ein wunderbarer Baneling Blast geht im letzten Moment noch drauf auf die Marines. Und klar, er hat es geschafft. 2 von den 3 Banelings zu kitten, aber der dritte hat sicher etwa 4 oder 5 Marines gekillt. Und entsprechend hätte man aus Morrow hier, wenn wir auf den Last Tab schauen, natürlich einiges mehr bei dem Drop verloren als gewonnen. Wenn wir in die Resources hineinschauen. Und was ist das gewesen? Ist hier irgendwo ein Angriff vonstatten gegangen, den ich nicht mitgekriegt habe? Wahrscheinlich irgendwo auf dem Feld. Auf jeden Fall kommt hier der Push zur Third vom Idra. Und der Idra tut jetzt hier seine Zergling gut aufklären, er hat noch kein Baneling Speed. Whoever schafft es hier mit den Banelings die beiden Hellions auszunehmen. Und wenn wir auf Production Tab schauen, sind das vermutlich für lange Zeit die letzten Hellions gewesen, die wir auf dem Spiel gesehen haben. Jetzt muss er irgendwie probieren. Oh nein! Dings, Hand! Mutas! Totenmügeli. Hand hier. Natürlich der Medivac von Rega voll verwünscht. Und der Morrow muss hier fast Spanisch anfangen, Türmli bauen. Wenn er hier Marines hat, aber natürlich ohne jedwede Schild. Und einer von diesen beiden Turmkonstrukteur wird hier ausgenommen, bevor der Turm fertig ist. Und muss er jetzt hier hin. Oh, der Ecken ist völlig undeckt. In der Basis von Morrow. Wird spannend sein zu sehen, ob das später noch Bedeutung haben wird. Aber hier hinten durch werden die Mutas relativ einfach haben, die Basis können unter Druck zu setzen. Jeder Kanal quer durch ist einfach völlig ungeschützt. Aber da unten ist der grosse Flock von Totenmügeli auf dem Weg, sich ein Ziel zu suchen. Was ist hier drin? Und der Dings hat sich hier eingeschlossen. Ihr seht hier für alles eingerichtet für Double Upgrades. Bis jetzt sind aber nur das Waffen-Upgrade unterwegs. Und Tanks sind natürlich da. Tanks, Marines, immer eine gute Option. Aber wir wissen vom Idra, dass er sehr gut auch mit der Kombination handeln kann. Er ist jetzt schon 25 Fuß voraus, mehr oder weniger das, was man erwarten kann. Holt sich auch seine 4. Basis. Und wir sehen hier Missile Turrets. Und so etwas wie ein Sturmbrecher hier gegen anstürmende Zergling. Und dem die Mutas hier
eine Ecke suchen, um gut in die Basis hinzukommen. Nein, stattdessen entscheidet er sich einfach, die beiden Türme auszunocken. Und jetzt ist der Weg frei auf die kompletten Production Facilities. Und da fehlen noch ein paar Treffer. Und gerade Knebe, schafft er es noch. Hier der Maus Morrow. Aber, Dings ist das jetzt anscheinend gleich. Wollt hier Tank Production verhindern. Und zieht seine Factory zurück. Er kann sich hier sogar leisten. Und der Stim wird in dem Moment gerade fertig. Und die Factory hier, die wird möglicherweise gerade rechtzeitig kommen die Dinger noch, die guten SUVs noch und reparieren die ganze Geschichte. Dem hier eine Unmenge von Särklingen auf dem Feld steht. Auf der Unicode sehen wir. Oh, 80 Särglinge, die meisten davon, also 10 Stück davon werden gerade, oder noch mehr, in Bainling gemorpht. Und der Overlord hier ist ein bisschen zu keen draussen gewesen. Ein bisschen zu weit draussen, ein bisschen zu viel wollen. Jetzt steht die dritte Basis unterdessen für den Morrow mit dem Planetary Fortress. Aber hier kommt der grosse Push vom Idra, sammelt hier nochmal seine Armee, um einen breiten Angriffskorridor zu haben. Er sieht hier die gute aufgestellte Fans vom Morrow und entscheidet sich, nein man, ich brauche jetzt erstmal Speed und so ähnliche Geschichten. Ja, hier sind Centrifugal Hooks und die werden ihm sehr viel helfen, so einen Angriff durchzuführen. Er hat sich unterdessen, doch, er holt sich die 50 jetzt hier. Ihr Gold Expansion. Im Prinzip kein schlechter Move, weil die Armee hier ist nicht so super mobil, wenn die Tanks sich erstmal gesiezt haben. Und solange sie sich nicht gesiezt haben, müssen sie jederzeit fürchten angegriffen werden. Und tatsächlich, hier kommt das Flanking Manöver, aber Tanks sind in Time. Tanks gegen Bainlings. Und die Bainlings gehen all down. Trotzdem vernichtet sie den Großteil vom Morrow seiner Armee. Und hier die Gold. Möglicherweise muss der Idra die canceln. Und da kommen weitere Marines. Ja, er cancelt sie gerade noch rechtzeitig. Verliert hier nicht mal Probe. Und dem hier hinten Corruptors unterwegs sind auf dem Feld. Um allfällige Drops auf dieser Linie. Oh! Wie raffiniert vom Idra, verhindert damit jedwege die Möglichkeit, hier Drops zu landen, ohne dass er etwas merkt. Der Zergling und der Corruptor machen das sozusagen automatisch. Und jetzt kommt ein kleiner Push mit den Dings. Gleichzeitig haben wir hier Tors für den Morrow auf dem Feld. Zusammen mit den Marines könnt ihr natürlich sehr gut gegen die toten Mügel da anheben. Aber hier gibt es einfach keine Drops. Und hier unten nimmt der Idra einfach so auf der gegnerischen Seite eine Expansion. Und der Dings kann im Moment nicht viel dagegen machen. Ich sage viel Dings. Ich meine natürlich, der Morrow kann im Moment gar nicht so viel dagegen machen, weil hier wird seine ganze Armee nach und nach aufgerieben. Wieder einmal vom Idra. Und der Morrow muss jetzt schauen, dass er das Spiel nicht augenblicklich verliert. Sofern der Idra, aber der Idra hält sich zurück, holt sich jetzt erstmal seine 5. Basis und seine 6. Basis hier unten. Die ist relativ safe as well. Auch wenn hier Probe ein bisschen blockiert ist. Und hier sammeln sich wieder Truppen auf der Mitte vom Feld. Thatchery steht jetzt für Gold Expansion. Sollte eventuell ein paar Probes transferieren. Ja, tatsächlich, er transferiert sie. Und haben wir da noch Makro-Hatch? Ja, im Moment aus 6 Hatches kann der Idra raussammeln. Er hat auch mehr als genug Ressourcen gesammelt. Und jetzt kommen die ersten Broodlords ins Spiel. Und das wird jetzt immer schwerer für den Morrow, das zu eben, auch wenn er hier jetzt die Expansion da unten ausnocken kann, letztlich. So hat er seine Armee jetzt doch in eine kleine gefährliche Situation müssen bringen dadurch. Die beiden Tanks hier sind völlig nackt und werden ausgenommen. Verliert hier 2 Tanks gegen eine Expansion.
ist vielleicht nicht so der perfekte Tausch gewesen. Aber der Idra hat das Material. Und jetzt mit denen Broodlords hier in der Mitte, ohne Air Defense, kann Dings gar nicht machen. Und der Tanks wird hier vermutlich mehr eigene Truppen vernichten als sonst irgendetwas. Und der Tank selber wird auch noch ausgenommen. Der Tank hier auch. Oh, der ist für nichts weggeworfen. Und die Broodlords hier werden in aller Ruhe die Gold hier können vernichten. Ah, und der Morrow entscheidet sich, die aufzulupfen und in Sicherheit zu bringen, währenddem mehr Truppen hier für den Idra reinspawnen. Ist schon fast ein bisschen spät. Outmaxed und von jetzt an geht das Spiel mehr und mehr ins Late Game rein. Und wie es aussieht, hat der Morrow nicht das Zeug, um da noch lange etwas dagegen zu machen. Kann hier immerhin noch Marine abstellen, um sicherzustellen, dass die Expansion nicht wieder genommen wird. Aber wie lange wird der Marine... Oh, was machen die Zergling da? Nachdem es da vorne zum entscheidenden Schlacht kommt. Hier gehen 2 Ghosts down. Und die Vikings hier sind eigentlich alles, was noch in irgendeiner Form für den Morrow sprechen. Aber auch die sind kurz vor dem Down gehen. Das sind noch ein Fungal way bevor alles entschieden ist. Und da kommen Banelings. Ah, die haben knapp keinen Schaden können machen. Oh, und jetzt sieht es tatsächlich so aus, als ob der Idra hier viele Sachen verliert. Aber wenn wir auf Dings schauen, auf Production Tab, sehen wir, er ist schon fast wieder outmaxed, währenddem der Morrow so viele Sachen verloren hat. Hier nochmal ein Command Center baut. Muss ich mit der Überlegung nicht lang zu fackeln und sich hier Planetary Fortress einstellen. Aber wir sehen, der Idra ist schon fast wieder outmaxed. Maxed out. Wie ich die Wörter immer durcheinander bringe. Kommen wieder mehr Infestes auf dem Feld. Sind über 100 Zerglinge auf dem Feld. Und der Morrow probiert hier so etwas wie einen Push zu machen. Aber das wird schwer für ihn. Ah, der Zergling umzingelt den Rest von seiner Armee. Der Tank hier wird down gehen. Die beiden Ghosts gehen down. Mit Zerglings gehen down. Ah, und die letzte kleine Armee hier wird auch aufgerieben. Und der Morrow muss sagen, GG. Und of course, es war ein schönes Spiel gewesen. Eine Demonstration von Spielweise vom Idra. Morrow, der sich tapfer können halten, gute Defense aufgebaut hat. Aber von Anfang an leider nicht so viel Schaden hätte können machen, wie er gerne hätte wollen. Und entsprechend ist der Sieg auch nicht unverdient für den Idra. Ich hoffe, ihr habt das Spiel genossen. Und wir sehen uns bald wieder, wenn es wieder mal heisst Helveticast bei S2O. Bis dahin, GG.